Hier können Asib und seine Frau Pari ein Leben in Freiheit führen. Die beiden kommen aus Afghanistan und leben nun in Kassel. Als die Taliban vor genau einem Jahr die Macht übernahmen, war das Paar in Kabul und bekam alles hautnah mit. Wir haben über Nacht dann erfahren durch laute Schreie und Schüsse, dass sie jetzt auch die Stadt Kabul erobert haben. Und das war sehr fürchterlich. Wir haben in der Nacht oder kaum geschlafen. Asib Malekzada lebt zu dem Zeitpunkt bereits in Kassel. Er war nur nach Afghanistan gereist, um seine Verlobte zu sich zu holen und schlittert mitten in die politische und humanitäre Krise. Als Ausländer fühlt er sich in besonderer Gefahr. Als erstes, was ich getan habe, ich habe meinen Reisepass versteckt, damit, wenn sie nach Hause kommen, und es gab wohl Gerüchte, dass sie jetzt Hausdurchsuchungen durchführen und so weiter, damit sie ja nicht an die Dokumente kommen und dann eben auch erkennen, dass ich aus dem Ausland da bin. Am Ende ist es dann gerade ein deutsches Dokument, das ihn und Pari rettet. Dank eines SPD-Parteibuchs werden sie durch einen Checkpoint gelassen. Damals gibt er gleich nach Ankunft in Deutschland dazu ein Interview. Habe ich aus Reflex einfach hochgehalten, habe gesagt, ich bin ein deutscher Diplomat. Und anscheinend haben sie das Buch für was Offizielles gehalten oder er hat es für was Offizielles gehalten und in dem Moment auch die Tür zugeknallt und gesagt hat, weiterfahren. Ich habe im ganzen Körper gezittert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die mich vor Ort erschossen hätten, also wirklich ohne weitere Fragen, viel, viel größer, als wir überhaupt uns damit retten könnten. Mit einer Maschine der Bundeswehr werden sie aus dem Land geflogen. Sie sind gerettet. Pari Malekzada lebt sich nun in Deutschland ein. Sie macht einen Sprachkurs, muss sich beruflich neu orientieren. In Afghanistan war sie Richterin, in einem von den Taliban regierten Land undenkbar. Ich dürfte in Afghanistan nicht rausgehen, dürfte nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Jetzt, wo ich hier bin, kann ich arbeiten, studieren. Hier kann ich ein normales Leben führen. Aber in Afghanistan, alle Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, erzählen mir, dass sie sich nicht frei bewegen können. Ehrenamtlich gibt sie Online-Unterricht für Mädchen und Frauen in Afghanistan. Gerade bereitet sie die nächste Stunde vor. Den Unterricht selbst dürfen wir nicht drehen. Zu groß ist die Angst der Frauen, dass sie erkannt und bestraft werden könnten. Die Nichtregierungsorganisation Kabul Luftbrücke bringt seit einem Jahr immer wieder Menschen aus Afghanistan raus. Doch für Afghanen und Helfer werde die Situation von Tag zu Tag gefährlicher. Wir erleben, dass sich die Schlinge mit jedem Monat mehr zuzieht. Es wird immer schwieriger, Menschen rauszubringen. Es wird immer gefährlicher. Leute werden inzwischen an Checkpoints festgehalten, aus dem Auto gezerrt, von den Taliban nicht über die Landgrenzen gelassen. Sie hofft, dass die Bundesregierung bald mit dem versprochenen Aufnahmeprogramm für Afghanen startet. Das würde die Ausreise erleichtern. Asib und Pari gehörten zu den ersten, die es nach der Machtübernahme der Taliban nach Deutschland schafften. Sie hatten viel Glück. Aber aufgrund dessen, dass wir nach wie vor Familienangehörige, Freunde, Verwandten unten in Afghanistan haben und wir fast tagtäglich in Kontakt sind, und das bereitet uns natürlich viele Sorgen. Ne? Ich will behaupten, dass ich bisher ganz gut in Deutschland angekommen bin. Ich möchte hier mit meinem Mann glücklich sein. Die Sprachschule und dann eine Berufsausbildung, das sind die wichtigsten Ziele, die ich hier erreichen möchte. Und sie hofft, dass Afghanistan, ihre Heimat, irgendwann wieder ein Land wird, in das sie als Frau sicher reisen kann.